Was macht es gerade aus, wenn das Spiel einen wieder fertig macht? Ja. Irgendwie schon. Erstaunlicherweise entmutigt es nicht so sehr, wie man meinen würde. Man will es dann eigentlich erst recht schaffen. Manchmal. Ja, es kommt drauf an. Kommt drauf an, wie viel man verloren hat. Und wie heftig süchtig man ist. Ich denke, klassische Spielsucht ist es, wenn du richtig fett Geld verlierst und du nicht den Gedanken hast, das mache ich nie wieder, das war das letzte Mal in meinem Leben. Sondern der Gedanke ist einfach, beim nächsten Mal. Ich habe 1000 Euro verloren, beim nächsten Mal investiere ich einfach 2000 und hole mir 5000. Let's fucking go. Wenn das dein erster Gedanke ist, nachdem du ein paar tausend Euro verspielt hast, dann bist du lost. Dann bist du schon komplett lost. Dann kann man dich auch nicht mehr aus der Glücksspielsucht rausholen, dann bist du gone. Sucht ist, wenn die sagen, ich mache das nie wieder und in 2 Tagen drehen sich wieder Slots und E-Pros. Ja, das ist auch Sucht, das stimmt. Das auch. Die sollten so einen Link zur BZGA haben. Bei Gala. Bei jedem Upgrade-NPC oder bei jedem NPC, wo du irgendwas mit Wahrscheinlichkeiten hast, müsste immer so ein Link zur Bundesstelle für gesundheitliche Aufklärung sein. Über diesen Werbespots. Die genaue XP-Berechnung ist von vielen Faktoren abhängig, das kann man so pauschal nicht sagen. Aber Pi mal Daumen kriegst du nur halb so viel XP. Du musst es dir so vorstellen, du tötest ein Monster und ein Monster gibt zum Beispiel 100 XP. Wenn du ein Monster mit einer Party auf Schaden tötest, dann bekommst du nicht 100 XP, sondern 110 mit dem Charakter, der das Monster getötet hat. Und der Charakter, der das Monster nicht getötet hat, bekommt, wenn er nichts tut, auch 10. Insgesamt 120. Und wenn er was tut, wenn er sich zum Beispiel geheilt hat, also wenn er aktiv daran beteiligt war, das Monster zu töten, aber die Party, wie gesagt, auf Schaden war, dann bekommt er 110 und der Typ, der das Monster getötet hat, bekommt auch 110, vereinfacht ausgedrückt. Das heißt insgesamt 220. Also Basic Monster alleine 100 und so würdest du dann 220 bekommen. Also quasi wie als hättest du 2 Monster getötet. Oder wie als hätten beide Chars einzeln ein Monster getötet. So ist es dann im Endeffekt. Das ist der Sinn von zusammen leveln, zusammen aktiv sein. Und wenn du jetzt aber die Party auf Level stellst, dann ist es so, du tötest ein Monster, es gibt Basis 100 XP, Party auf Level mit 2 Chars, vollkommen egal, was sie machen. Bei Party auf Level ist es egal, was die Leute machen, da gibt es keinen Aktivitätsbonus. Da können die einfach nur rumstehen wie Fische, ist vollkommen egal. Oder mitkämpfen, spielt keine Rolle. Und dann kriegst du quasi mit jedem Char 50, also insgesamt immer noch 100. Das heißt, du kriegst die gleiche XP, wie als wärst du alleine. Basically. Und so funktioniert das ungefähr. Wie gesagt, das war jetzt extrem vereinfacht ausgedrückt. Um es verständlich zu machen. Ganz so funktioniert es natürlich nicht. Vor allem nicht, wenn die Charakter alle auf unterschiedlichen Leveln sind. Weil dann spielt ja auch noch eine Rolle, zum Beispiel Leveldistanz zum Monster und lauter solche Sachen. Aber grundsätzlich, so kann man sich es eigentlich ziemlich einfach vorstellen. Und deswegen, wie gesagt, immer Party auf Schaden. Party auf Schaden ist immer das Beste eigentlich. Außer es geht nicht anders. Weil da Elementor quasi, wie gesagt, also jetzt nicht nutzlos ist, aber eine der schlechtesten Klassen. Und dafür ist es ja so vorteilhaft, wenn du dann direkt alle Chars levelst. Weil dann levelt der Elementor schnell die Chars hoch und die Chars, die der Elementor gelevelt hat, die können dann für den Elementor die Bosse farmen. Das Einzige, was du halt brauchst, ist halt Equipment. Also wenn du einen Blade dabei hast, was du ja höchstwahrscheinlich hast, dann ist das dein Farm-Char. Also wenn du irgendwas farmen wollen würdest, müsstest du halt einen von den anderen Chars ausrüsten. Im Elementor, vor allem Level 96 ist auch ein blödes Level. Also Envy-Defts könnte man schon mit einem Solo-Elementor machen, aber da bist du leider schon zu hoch für. Also Envy-Defts Hard bis Level 90 würde das gehen, da bist du jetzt leider knapp drüber. Das hättest du farmen können, das müsste mit dem Elementor ganz gut gehen. Aber alles danach ist tatsächlich als Solo nur Elementor fast unmöglich. Und vor allem macht es keinen Spaß. Und da hast du leider genau knapp das Level verpasst, wo es noch Sinn gemacht hätte, zum Beispiel Envy-Defts zu farmen solo. Knapp.
Das nächste für dich wäre dann wahrscheinlich Clockworks. Dafür müsstest du halt, wie gesagt, dann entweder höchstwahrscheinlich dein Blade ausrüsten. Auf 105 zum Beispiel mit einem Harness-Set, AG-Exten und so. Strente +1, Mightier +1, also ganz günstiger Schmuck. Dann könntest du vielleicht CW farmen auf Easy oder Medium. Aber damit kann man auch warten, bis man noch ein bisschen mehr Damage macht. Also es klingt immer so blöd, aber eigentlich, wenn du einfach nur grindest und du bist ja schon im knapp Level 100 Bereich, solltest du mit NPC-Items schon ganz gut Kohle machen eigentlich. Also pro Stunde schon einige Millionen. Gegebenenfalls noch zusätzlich durch Verkauf von Power Dice. Power Dice 4 zum Beispiel bringt ganz gut Geld momentan. 4% Karten, Lightning 4, Volcano 4 und sowas. Also sollte eigentlich schon ein bisschen Kohle bei rumkommen. Sicherlich nicht ganz so krass, wie wenn man jetzt irgendwas aktiv farmt. Aber du farmst ja Geld und levelst zeitgleich. Und du brauchst einfach ein hohes Level, wie gesagt, um dann die ganzen Solo-Bosse, die jeder andere auch solo farmt, wie eben Clockworks zum Beispiel, machen zu können. Na. Ich finde es halt praktisch, weil dann kann man gleichzeitig die Quests immer machen. Kann man, aber man ist trotzdem langsamer. Also schneller würde es gehen, du lässt einfach die Quests mit dem Main Char aus, wartest bis der Leecher ein paar Level später, sagen wir der Main Char macht 4 Level, der Leecher macht 4 Level und dann können beide die Quest machen. Das macht mehr Sinn, als wenn du mit beiden auf einem Level bist. Glaub mir. 1000%ig. Wenn du das sagst. Ich habe heute tatsächlich einen Eisgutschein in meiner Arbeitstasche gefunden, den ich mal geschenkt bekommen habe nach dem Ende von einem Praktikum. Von Baller Benny. Baller Benny in München. Der Baller Benny. Baller Benny Ice Cream. Also nicht so, als würde es dort Ice Cream geben. Wer oder was wird dort geballert, frage ich mich. Kappa. Moabit ist beste Hood. Ist das ein Stadtteil oder was? Es gibt nicht wirklich einen Stadtteil in Berlin, der Moabit heißt, oder? Was ist das für ein Name? Was soll das bedeuten? Ist nicht Moab Mother of all Bombs? Mother of all Bomb it? Wer zum Teufel denn so ein Stadtteil? Was soll Parsing sein? Na, Parsing wie ein Passing by, my brother. Tja. 1:0 für mich, Mr. Knack to the G. Also wohne ich in München, ich pisse auf München. Ich pisse auf München.